Hi! What do you think about pesticides? Who doesn't like pesticides? In Mals, a town located in the north of Italy, it's not just sheep that aren't too keen on pesticides. In 2014, this tiny town set a global precedent by becoming the first in the world to hold a referendum to introduce regulation to ban the use of pesticides. And they won. But it was no easy battle. With the odds stacked against them, concerned citizens began to mobilise, with different groups working to raise awareness about the dangers of pesticides. One of these groups was Holowind, who turned their bedsheets into banners and became the face of women fighting back. We're here in the German-speaking region of South Tyrol to hear about this amazing story. Ich bin Martina Hellregel und ich bin ein Teil von Holowind. Holowind ist, das ist eine Bürgerinitiative, die Mals hier für die Pestizidfreiheit gekämpft hat oder immer noch kämpft. Mi chiamo Johannes e sono farmacista a Malles. Si sa che i pesticidi, nessuno di questi pesticidi è innocuo. Un sacco di questi pesticidi chimico-sintetici sono tossici, dannosi alla salute, teratogeni, mutageni, cancerogeni. Se io lavassi la mia macchina qui davanti alla mia casa, arriva la multa subito. Poi un altro può girare con pesticidi, con 30-40 pesticidi, spruzzarli in tutto il mondo, tutto legale, non ti puoi difendere. Però ho il diritto di non essere inquinato. Sembrerebbe normale, invece è una cosa purtroppo che devi lottare di non essere inquinato. I'm Uli Veit, I'm the mayor of Mals. Mals is a small village in South Tyrol in Italy. We are about 5,000 people living here. We are the first community in the world to doing a referendum on using pesticides in the area. Participation was quite high, 70% of people participated, and 76% of the people said we would like to live in a community where pesticides are no longer allowed. Now in our community is only allowed to produce in an organic way. Es gab einfach mehrere Frauen, die das Bedürfnis gehabt haben, ihre Meinung laut zu sagen. Und sie haben sich zusammengetan, um auch anderen Menschen eine Stimme zu geben und ihnen ein Werkzeug zu geben, um auch ihre Wünsche und ihre Vorstellungen zu articulieren. Holowind è uno dei gruppi più importanti, non è che sono tante donne come tale, però tutti con un cuore enorme, con un impegno infinito, con un amore indescrivibile. Se tu hai dalla tua parte un gruppo di donne della Holowind, cioè è quasi impossibile fallire. Martina invited us to meet some other Holowind members, and we headed to the place where Holowind first came to life, the local hair salon. Mein Name ist Beatrice Raas, ich bin Naturfriseurin. Ich habe die Situation von diesen Monokulturen und die Pestizide, das hat mich sehr beunruhigt und ich habe mich informiert. 1 out of 7 apples grown in Europe are produced in the region of South Tyrol. Over the last decades, this very powerful industry has transformed the landscape into a vast monocultural area, using excessive amounts of pesticides. Ich bin fast in Panik gekommen, als ich gesehen habe, dass die Apfelplantagen immer näher raufkommen. Aber ich habe mich nie getraut, irgendwie aktiv zu werden. Aber die Martina hat mich dann motiviert. Ja, wir haben uns gegenseitig motiviert. Gegenseitig motiviert. Ja, das Naheliegendste ist immer ein Leserbrief in einer Zeitung. Also war das dann ein Ganzes und dann war das die erste Aktion.
On May 16, 2013, the newspaper published the same letter 13 times, with a total of 69 signatures. Ganz minimale Mittel waren. Wir hatten ja kein Geld und auch keine Strategie und haben dann eben diese positiven Botschaften und dann war das einfach nur, da wurden dann einfach alle Leintücher vom Dorf zusammen gesammelt und recycelt. This has been the banner. It means a healthy village, our area free of pesticides, and it says yes. Wir hatten da ausgemacht, dass wir einen Stichtag haben, wo in der Nacht alle Transparente aufgehängt werden. Am nächsten Tag ist man dann durch ein Dorf gegangen, überall Balkon, auf dem Gartenzaun, auf den Wanderwegen, Steige, überall waren. Beim Kloster oben haben wir Transparente umgehabt. Der Abt hat gesagt, ja, logisch, wir hängen auch eines auf. Und da ging es dann zwischen Mann und Frau los, weil der Mann, das will ich nicht, dass du aufhängst. Und die Frau, freilich hängen wir das auf. Und gab es da Konflikte, aber letzten Endes haben wir mindestens über 100 Transparente. Und gleichzeitig war dann das Glück, dass die Volksabstimmung, also die unseren Weg gewählt haben, konnten mit Ja stimmen. Das war wichtig, dass man nicht mit Nein stimmen muss für etwas, was man will, sondern mit Ja. Ja positiv zum Leben, zur Natur, zur Gesundheit und eben auch Ja als Wahlwerbung sozusagen. Anche il più debole ha il diritto umano, questo è un diritto credo universale, di crescere in un ambiente sano, che l'aria sia pulita, che l'acqua sia pulita, non tossica, che il terreno sia fertile e non tossico. It was really important for us to have the opportunity, because in Italy we have the opportunity, to do some kind of regulation before you are 100% sure that it is a problem for our health. If you have doubts that pesticides can have negative influence on our health, I, as a mayor, can take some actions. We banned pesticides from our area, mainly to protect our health, but also to protect organic farmers. The problem is if one of the farmers is using pesticides, then he influences the neighbors, because the neighbors are not free to decide. The neighbor cannot produce on an organic basis. And so he indirectly says to the neighbor how to produce. If the neighbor would like to produce in an organic way, he cannot do that. Mein Name ist Anja und ich wohne hier auf dem Lechtelhof im Malz im Vinschgau. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schafhaltung, Gemüseanbau. Wir bewirtschaften den Hof zu zweit, mein Mann und ich. Wir bewirtschaften den Hof nach biologischen Richtlinien. That's our garden, and there we are producing different vegetables. Because we are on 1,400 meters, so they are growing very slowly. We don't use any chemical fertilizers, and the taste is wonderful. Yes. So no pesticides? No pesticides. Na, der Grund, wieso wir als Überzeugung, glaube ich, auch biologisch wirtschaften, ist, weil wir nicht möchten, dass bestimmte Stoffe in die Umwelt gelangen, wo wir eigentlich nicht wissen, was die verursachen. Und die bleiben ja in der Umwelt und in der Natur. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach zugleich mit solchen Projekten oder auch Projekte ins Leben ruft, die Bauern unterstützen, wie sie umstellen können. Weil die Bauern sind eigentlich gefangen in diesem System. Entweder sie produzieren das perfekte Produkt und wenn nicht, dann bekommen sie kein Geld. Und das ist ein Kreislauf. Und wenn man da nicht herauskommt, dann hat man gar keine Wahl und muss diese Mittel nehmen. Ja. But I think also the discussion in Malz helps to change and to sensitize people. So I think that was very important to do this, and I don't know if we would have this discussion in South Tyrol if Malz wouldn't be. I think we wouldn't have this discussion. Im Nachhinein war es einfach wie eine große Welle, die uns alle mitgerissen hat.
und die so viel Energie gebracht hat, die jetzt nicht weg ist. Ich sehe es eigentlich eher fast als Geschenk, das was da passiert ist. Es ist eine schöne Geschichte und wir hoffen, dass diese schöne Geschichte wie ein Samenkorn, wie viele Samenkörner wirkt. Und insofern hoffe ich eben, dass diese Saat von Herrn Löwint eben auch aufgeht und dass in anderen Stellen. Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Wir wissen auch alle nicht, wie es weitergeht. Wir haben viele Feinde in unserem Land. Natürlich das Geld ist das große Problem. Obst bringt viel Geld und da ist man häufig dann schon machtlos. Gleichzeitig haben wir auch das Gefühl, dass natürlich die Lobby dahinter steckt, die natürlich die Pestizide verkaufen will. Das ist ganz klar. It's no secret that there are a handful of global corporations that are pushing for more and more pesticides in agriculture. And this is unsurprising, considering that the estimated worth of the pesticide industry is $50 billion. Wir haben die Aufgabe, unsere Welt zu erhalten, zu regulieren. Deswegen finde ich die Initiativen ganz wichtig. Tu potresti fare biologico? C'è già la possibilità dimostrata ormai da tantissimi anni scientifica. Tu puoi fare benissimo l'agricoltura senza uso di pesticidi. Bertolt Brecht abbia detto: chi combatte può perdere, chi non combatte ha già perso. Dire beh non si può fare nulla, questo è una cosa inaccettabile secondo me. This big band from Little Mouse became an international model for how direct democracy can use tools like the precautionary principle to create regulation. This is planned for and allowed at EU level. Regulation helped to take citizens' hopes into reality, ensuring that communities are carved out by people and not profit. MALS is a message that citizens have the power to write their own future.